Das ist Rio, unser Findelhund aus Griechenland. Und wir sind Sarah und Tobi. Zusammen bereisen wir die Welt in unserem Oldtimer. Ob viele an ihm gezweifelt haben? Ja, definitiv. Aber das hält uns nicht auf und so entdecken wir die Welt zu viert und leben unseren Traum. Nach den Monarchfaltern im Bundesstaat Michoacán ging es für uns weiter nach Mexiko-Stadt. Da wir die kürzeste Route zu unserem nächsten Ziel genommen haben, ging es die meiste Zeit auf kleinen löchrigen Straßen durch viele kleine Ortschaften. Dadurch sind wir dann auch in unsere erste Straßensperre gekommen. Wir vermuten, dass sich hier ein Vater mit seinem Sohn das Gehalt der Familie etwas aufbessert. Bevor wir in noch weitere Straßensperren kommen, ist Sarah hintergekrabbelt und hat noch mehr Münzen geholt. Sonst würde es letztendlich wirklich teuer werden. Bis zum Ziel nördlich von Mexico City sind wir aber in nur eine weitere Sperre gekommen, an der zwei junge Männer standen. Nach einer langen, anstrengenden Fahrt gestern sind wir jetzt hier bei den Pyramiden Teotihuacan angekommen. Und Vulkan, glaube ich. Habe ich es doch falsch ausgesprochen, verdammt. Ich glaube Teotihuacan. Wir blenden es ein. Und die Fahrt daher war super anstrengend. Wenn man ohne Maut fährt, sind super viele Schlaglöcher da. Die Straße ist teilweise in sehr schlechtem Zustand. Und wenn man Maut fährt, wird es echt relativ schnell teuer. Aber wir sind dann die Mautstraße gefahren. Und hier zwischen 7 und 8 steigen die Ballons über den Pyramiden. Man sieht die Pyramiden nicht von dem Spot, wo wir stehen, aus. Ganz leicht. Ganz leicht. Das schaue ich gleich mal. Die werden wir jetzt nachher besuchen um 9. Da machen die auf. Und bis dahin schauen wir uns noch die Ballons an. Hier sieht man eine Pyramide so durchschimmern. Und hier oben sind die Ballons. Für uns ist es das zweite Mal, dass wir so viele Heißluftballons auf einmal sehen. Das erste Mal durften wir ein solches Spektakel in Kappadokien miterleben. Und so freuten wir uns schon am Vorabend darauf. Für uns ist es immer schön, wenn wir Erlebnisse mit für uns positiven Erinnerungen verknüpfen können, und so genossen wir die Show am Morgen. Ein paar Wochen später hätte es vermutlich anders ausgesehen, denn Anfang April hat ein Ballon Feuer gefangen und ist abgestürzt. Nicht alle Passagiere haben dieses Unglück überlebt. Dies wollen wir nicht unterschlagen, aber wir möchten hier beim Positiven bleiben. Wir haben beide noch nie eine Ballonfahrt gemacht. Doch alleine der Anblick so vieler Heißluftballons am Himmel hat eine fast magische Wirkung auf die Menschen, weil es einfach ein schöner, beruhigender Anblick ist. Der Campingplatz, wo wir hier stehen, wir stehen an einem Restaurant, kostet hier 150 Peso die Nacht ab 2 Nächten und hat auch eine Toilette und eine kalte Dusche. Und hier sind so viele Overländer. Man sieht ja auf dem Mainland hier eigentlich eher weniger Camper. Und hier stehen vor allem Deutsche, Franzosen, Belgier haben wir schon gesehen und sonst eben US-Amerikaner oder Kanadier. Aber es ist ungewohnt, wenn man die letzten Tage doch relativ alleine immer steht und auf einmal sind wieder so viele am selben Spot. Aber es ist klar, da wo die Sehenswürdigkeiten sind, trifft man sich. Wir befinden uns jetzt auf dem Weg zu den Pyramiden und uns hat schon der erste Tourbus überholt. Jetzt sind wir mal gespannt. Es hat jetzt vor 5 Minuten circa aufgemacht und wir sollten eigentlich in, 200 Meter oder so da sein. Aber es wird sich bestimmt verlaufen. Ich glaube, das Areal ist so riesig, dass es recht gut sein sollte. Wir laufen hier gerade links und rechts an Verkaufsständen vorbei. Und wir sind noch zu früh für die Mexikaner unterwegs. Es ist nämlich alles zu. Krass. Gut, die ersten bauen auf. Aber an denen sind wir schon vorbei. Und vor uns ist bereits die erste Pyramide. Ist schon ziemlich groß.
Und dann ging es für uns auf das Gelände der Ruinenanlage. Wir entschieden uns zu Beginn, die größte Pyramide außen vor zu lassen und erst zu etwas kleineren rüber zu laufen. Dabei ging es vorbei an unzähligen kleinen Ruinen, die aussahen wie Sockel von Häusern oder ähnlichem. Aber das wissen wir leider nicht. Ihr werdet nachher auch noch den Grund dafür erfahren. Am Ende des Weges angekommen, konnte man von einem alten Podest in der Mitte des Platzes die Pyramide nahezu ideal einfangen. Kaum gingen wir näher ran, waren wir für die idealen Aufnahmen aufgrund der Ruinengröße fast schon wieder zu nah dran. Aber sie ist auch einfach beeindruckend, insbesondere wenn man direkt davor steht. Und so blickten wir zurück in die Gasse und sehen, wie immer mehr Touristen hereinkommen. Im Anschluss genossen wir noch die Wirkung des Platzes zwischen den jahrhundertealten Bauwerken und versuchten noch die kleinen Feindetails wie Steinfiguren, Malereien und andere Details zu entdecken. Das war mal eine Infotafel. Wie ihr seht, man kann kaum noch was lesen. Und so wissen wir auch nicht, was das für ein Gebäude war. Teotihuacan wurde bereits 600 vor Christus besiedelt und hatte seine Blütezeit zwischen 100 und 650 nach Christus. Zu der Zeit war es auch das kulturelle, wirtschaftliche und militärische Zentrum von Mesoamerika. Und als die Azteken ins Hochland vorgestoßen sind und die Stadt hier entdeckt hat, war es bereits verlassen und nur noch mit Ruinen vorhanden. Und wenn ich es mir richtig gemerkt habe, heißt der Name Teotihuacan so viel wie wo man zum Gott wird. Also es muss bereits für die Azteken wahnsinnig beeindruckend gewesen sein, hier anzukommen und so eine Pyramide vorzufinden. Es ist aber echt schwer, die Größe von der Pyramid of the Sun einzufangen. Wenn man uns jetzt mal so anschaut, es ist einfach unfassbar groß. Und es ist die größte prähistorische Pyramide von Mesoamerika. Ja. Also von hier drüben. Oder Hispanik. Man darf halt hier momentan nicht hoch, wegen den Corona-Beschränkungen noch. Ja. Das heißt, es sind alle zugesperrt oder abgesperrt, bis auf eine, aber die ist halt ja, nur noch halb so hoch und da hatte man einen kleinen Überblick, aber sonst sieht man nichts mehr. Ja, ich glaube, das eine, wo wir hoch durften, es war so ein Haus am Ende. Das kann sein. Weil auf die Pyramiden darf man leider nicht hoch, wie Sarah sagt. Und von da oben hat man bestimmt einen tollen Ausblick hier auf die ganzen Häuser. Und ja, aber ich glaube, wir haben jetzt so langsam hier alles gesehen. Ja. Und werden jetzt wieder zurück zum Rio gehen. Ja. Das Auto sollte noch im Schatten stehen. Genau. Und ja. Wir werden hier noch die Nacht bleiben, da heute Montag ist und wir beim
Kennzeichen die Nummer 5 als letzte Nummer haben. Und das bedeutet hier im Estado de Mexico, dass wir... Und Mexico City. Und Mexico City, dass wir montags nicht fahren dürfen, nicht als Touristen, sondern allgemein. Und erst morgen dann ab 11 Uhr weiterfahren dürfen. Genau. Und da geht es weiter Richtung Süden, wie auch sonst. Rio wäre nicht begeistert, aber er hat die restlichen Leckerlis bekommen. Es gibt nichts mehr, also hau ich ab. Seit den Pyramiden nördlich von Mexico City haben wir jetzt 300 Kilometer zurückgelegt. Heute ist nochmal ein großer Fahrtag mit 500 Kilometer. Da es hier sehr schwierig ist, Plätze zu finden, die sicher sind, wo man gut stehen kann, außer an Tankstellen und so weiter. Und hier stehen wir jetzt heute Nacht auf dem Walmart-Parkplatz und werden heute Nacht wieder auf einem Walmart-Parkplatz landen. Ist nicht ganz so einfach hier in dem Teil. Ansonsten hatten wir noch nicht so die Probleme mit, wo stellt man sich hin, weil wir wollen ja natürlich auch nicht weit von der Straße abweichen, von der Mautstraße. Und was man sagen muss, wir standen bei den Pyramiden auf einer Höhe von etwas über 2000 Meter und sind jetzt auf einer Höhe von 800 Meter. Und man merkt sofort, es wird tropischer, es wird schwüler, es wird viel, viel wärmer. Also die letzten Nächte an den Pyramiden oder auch bei den Schmetterlingen waren es -4 und bei den Pyramiden 9 Grad nachts und hier werden es nachts 19 Grad. Also jetzt wird es erstmal die große Challenge sein, uns zu akklimatisieren, um dann im Yucatan anzukommen. So, wir sind jetzt kurz vor Palenque mittlerweile angekommen. Wir haben einen großen Sprung gemacht und morgen schauen wir uns die Maya-Stätte, das Maya-Ruine, oder? Morgen schauen wir uns die Ruine an und jetzt warten wir noch kurz, weil wir sind momentan mit Judith und Arthur von Yoda Travels unterwegs. Die parken gerade ein, weil der Platz eigentlich nur für Small Rigs ist, aber die Mexikaner machen für uns alles möglich. Es ist einfach toll, dass sie hier gesagt haben, sie müssen nur einen Ast mit dem Besen oder mit dem Bambus weghalten und dann ist es gar kein Problem. Und jetzt haben die beiden eingeparkt und jetzt können wir einparken. Ich glaube, wir stehen ganz gut. Und einen Nachbarn haben wir hier auch.
Genau, und hier lassen wir jetzt den Abend ausklingen. Und morgen geht es dann zu den Ruinen von Palenque. Oh, und es ist hier unglaublich heiß. Ja, mir läuft die Suppe runter. Also wir hatten gestern schon 33 Grad, heute sind es 36 und theoretisch soll es morgen 38 Grad werden und das ist echt übel. Aber hier stehen wir zumindest unter den Bäumen und damit ist es schon deutlich kühler als in der Sonne. Ein bisschen Wind wäre noch schön, aber man kann nicht alles haben. Und ja, wir haben jetzt noch festgestellt, dass wir seit ungefähr vorgestern Kühlmittel verlieren. Gestern war es okay. Und jetzt heute auf den ersten 100 Kilometer haben wir nichts verloren. Und auf den nächsten 150 Kilometer haben wir jetzt wieder was verloren und der Ausgleichsbehälter ist leer. Die Temperatur war aber noch in der Mitte, also das passt noch. Und wir hatten ja mal in Schweden einen Riss im Kühlmittelausgleichsbehälter. Und da war schon, also bis jetzt war es dicht. Und in den USA hat uns irgendein Viecher da dran rumgenagt an der Dichtung. Und ja, dort ist es jetzt eben wieder rausgekommen. Da werden wir dann eben nochmal Karosseriekleber oder so drüber machen. Wir haben zwar einen neuen Ausgleichsbehälter dabei, aber irgendwie komme ich da gerade nicht dazu, den komplett zu machen. Und das andere hat jetzt 2 Jahre gehalten. Und ja, ist ja nur undicht geworden, weil ein Tier dran rumgenagt hat. Deshalb werde ich da jetzt wieder ordentlich einfach drauf machen, dann sollte es ab morgen wieder dicht sein. Das kann er über Nacht aushärten. Genau, und so zumindest ist der Tagesplan. Und wir freuen uns morgen auf die Ruinen. Ich glaube, jetzt in dem Licht sieht man ganz schön den Schweiß. Alter, es ist einfach so warm. Und Sarah bereitet schon das Essen vor, weil wir heute zu Abend zusammen mit Judith und Arthur Abendessen. So, und jetzt dichten wir das Ganze nochmal neu ab und hoffen, dass das dann länger hält. Hierzu haben wir hier nochmal unseren Karosseriekleber rausgeholt. Und ja, das letzte Mal hat es eben so lange gehalten, bis das Tier es aufgenagt hat. Und hier sieht man auch unsere alte Reparatur. Dieser Propfen. Und es ist immer noch ordentlich warm. Mhm. So, dann... Soll ich die Lampe halten? Nee, passt. Kannst du mir geben. Also, das geht. Wir haben das letzte Mal schon gemerkt, viel hilft viel. Und außerdem können wir das danach nicht mehr wiederverwenden. Da war nur noch so viel drin. Also sollte echt voll sein. Leer sein. Das heißt, es hinbuddelieren. Ich weiß nicht, ob ich schon oft genug gesagt habe, aber ich liebe Karosseriekleber. Und damals haben wir es gar nicht mit Karosseriekleber gemacht, sondern mit einer Stufe schwächer praktisch. Lassen wir es mal aushärten dann über Nacht. Mhm. Jetzt verschlimmbessere ich es mal wieder. Passend dazu ist jetzt die Batterie leer. Das heißt, wir machen jetzt Feierabend, gehen schlafen, lassen es aushärten und morgen ist es dicht. Wir müssen Wasser auffüllen, wenn es ausgekühlt ist und dann kann es nach Palenque weitergehen. Die Feuchtigkeit hier ist so krass. Wir haben hier selbst an dem Mückennetz Wassertropfen morgens. Also wir haben schon mal nachgeschaut und zwar hat man hier zwischen Mitternacht und 7 oder 8 Uhr morgens 100% Luftfeuchtigkeit. Und ja, an sowas wie dem Mückennetz sieht man das dann auch. Und heute Morgen, also vor circa einer halben Stunde, hat man schon die Affen gehört. Jetzt hört man nur Zikaden, Vögel und so weiter. Wir werden jetzt Rio packen. Es ist 6:30 und noch schön kühl. Werden wir in Rio gehen. Dann machen wir uns, denke ich mal, fertig. Vielleicht noch einen Kaffee trinken. Und dann geht's nach Palenque, zu der antiken Stätte. Und woran merkt man, dass man hier im Dschungel ist? Richtig, die Blätter werden größer. Das ist einfach so cool. Also Dschungel gefällt uns eigentlich richtig gut, aber die Luftfeuchtigkeit ist halt echt abnormal hoch.
Hallo, du Stinker. Das war's jetzt auch mit dem Video. Danke, dass du eingeschaltet hast und wir freuen uns, wenn du auch nächste Woche dabei bist. Da geht's für uns erstmal nach Palenque zu der Ausgrabungsstätte und dann weiter in den Bundesstaat Campeche und dort lief nicht alles wie geplant. Aber ja, das siehst du dann das nächste Mal. Bis dann. Ciao.